Wir sind auf der Adventure Southside, 30. Juli 2022. Ja, Friedrichshafen mit dem schönsten Wetter angekündigt, waren starke Gewitter. Es kam denn doch ganz anders hier am Bodensee und das ist ein nagelneuer Actros. Ja, ich grüße dich, Martin. Hallo, mein Name ist Martin von der Firma RWS Expedition. Wir haben einen nagelneuen Actros auf eine 4x2-Basis bedingt auf Kundenwunsch, aber das tut der Sache nichts ab. Wir können mit so einem Fahrzeug grundsätzlich auch gut auf Weltreise gehen. Wir haben hinten eine Quersperre, man kann Luftfahrwerk, kann man auch ein bisschen hoch und runter fahren, das heißt schlecht wegetauglich bedingt ist sowas schon. Also eine Sperre ist drin, das heißt du kannst die Räder gegen das Durchdrehen schützen, aber du sagst, wo normale LKWs hinkommen, also auch jetzt auf etwas schlechteren Straßen, da kommt der auch hin, oder? Ja, etwas schlechtere Straßen schon, man könnte ja auch eine Schneekette noch drauf machen, ja. Aber es ist schon bedingt alles, ne? Aber das ist immer ein Kundenwunsch gewesen und ich denke mal zum Präsentieren, was wir können, ist es schon ganz okay. Das ist jetzt ein Actros, den gibt es auch als Hydrodrive, das heißt, man könnte den so bis zu kleinen Geschwindigkeiten auch allradtauglich machen. Was wäre denn die Wahl, wenn es nach Afrika geht? Ja, dann sind wir ganz klar beim 4x4-Fahrzeug oder 6x6, also irgendwas das Allrad, idealerweise permanent Allradgetriebenen oder kann. Ja, also ich bin ein Mercedes-Mensch, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Also es geht aber letztendlich immer nur um Ersatzteilversorgung. Es ist einfach kein LKW so breit unterwegs aufgestellt für Ersatzteile. Und daher sind wir jetzt mit Mercedes natürlich sehr gut aufgestellt. Also ja, du bist der ultimative Blickfang. Wir werden uns das mal gleich mal von außen vornehmen. Das ist ja hier auf so einer Messe immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, du hast ja viele Selbstausbauer, die sich mit Gebrauchtfahrzeugen, ich sag mal, einen ganz tollen Namen gemacht haben, die das machen. Aber es gibt Leute, die wollen sowas perfektioniert, fix und fertig aus einer Hand von einem, ich sag mal, Aufbauhersteller, der es wirklich drauf hat. Was ist die Expertise bei euch? Ja, also eine Fertigung nach Kundenwunsch. So wie der Kunde sich das wirklich vorstellt. Ich sag mal so, ein zufriedener Kunde ist sehr viel wert. Also der Kunde muss letztendlich mit einem grinsenden Gesicht morgens zu seinem Elke gehen können oder abends oder wenn er ihn sieht. Und da spielen die Kosten jetzt auch nicht unbedingt immer so eine Riesenrolle. Wobei die Kosten leider eben alle am Explodieren sind, ja, wie man es gerade sieht. Das ist jetzt nur die Wohnkabine, muss man sagen. Ja, das ist nur die aber wir haben eine sehr hohe Ausstattung drin. Wir haben also Klimapakete mit drin, wir haben eine doppelte Klimaanlage mit drin. Also eine außen, die während der Fahrt betrieben wird, eine Klimaanlage, die drinnen nochmal als kleine, konstant haltende Klimaanlage ist. Es ist also man kann eigentlich viel mehr nicht mehr reinpacken, sagen wir mal so. Also es gibt fast nichts mehr. Trotzdem ist das Fahrzeug sehr kompakt. Also wenn man natürlich von Premium-Herstellern im Bereich Weißware kommt, dann ist man oft bei Aufbaulängen von 10,50 Meter, 11,50 Meter, 12 Meter. Was hat der jetzt insgesamt? Sehr gute Frage. Wir haben jetzt gerade einen Aufbau von 6 Meter plus LKW, also da kommen vorne nochmal 2 9 Meter. Ja, genau. Und hinten dann noch der Quad-Träger. Der ist aber dann auch wieder auf Kundenwunsch mit einem sehr großen Quad, der natürlich auch direkt nach hinten 1,80 Meter teilweise ausragt. Tobias war eben da, der hat gesagt, oh guck mal, eine Bustür, ihr nennt die anders. Ja, also ich nenne das Ganze eine Schwenktür. Also es ist natürlich eine Bustür irgendwo, ne? Aber dieses Bustür-Flair hört sich einfach nicht schön an. Nehmen wir das mal eine Schwenktür. Nimmt sehr wenig Platz weg, muss man sagen. Also wenn du irgendwo mal eng stehst und so weiter, also gerade jetzt im LKW-Parkplatz und so, du kannst raus? Ja, nimmt wenig Platz weg, hat den Riesenvorteil, dass wir die Tür auch nie verlieren. Also im Sinne von, wenn wir mal irgendwo im Norden stehen, wo es mal windig ist, sie ist immer fest verankert, immer fest am Fahrzeug, sie schlägt nicht ein aus der Hand. Und ist mir selber passiert, muss ich dazu sagen. Genau. Also bei einem Fiat Ducato, bei dem schweren Sturm, der Anfang des Jahres war, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, an der Tankstelle ist sie mir zweimal gegen die Tankstelle geflogen. Ja. Das ist schade, ja. Ist nicht so schlimm. Wir gehen gleich mal rein, machen wir gleich. Victron Energy. Sieht man ganz oft, es gibt 3 namhafte Hersteller. Warum Victron? Ja, wir sind ein bisschen damit aufgewachsen. Wir halten aber die Komponenten einfach als sehr ausgereift. Also wir finden, Preis-Leistung passt gut bei den Geräten. Wir haben das Thema Kompaktheit bei Victron. Wir setzen also daher auch komplett auf Victron. Wir haben auch die Batterien 800 Ampere, also letztendlich 4 einzelne Batterien in 24 Volt, jeweils mit 200 Ampere. Es ist einfach ein fertig aufeinander abgestimmtes System. Das heißt, wir gehen gar keine Risiken an, irgendwas einzubauen. Du hast 1,6 kW-Stunden auf 12 Volt umgerechnet.
Ach so, ja gut, ihr habt gut mitgerechnet. Ja, Ja, ich überlege, weil viele ja mit 12 Volt arbeiten. Ja, nee, also wir sind eine ganz kleine 24-Volt-Klasse hier unterwegs und dann haben auch, wenn ich jetzt die 800 Ampere dagegen setze, dann sind wir eigentlich auf 22 kW Hausleistung, wenn du so willst. Krass, oder? Das hat eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal deine Wohnung, ne? Kombi, wo sind die? Die entsprechenden Wechselrichter von die der stecken innen drin? ist hier hinter. Hat quasi hier oben eine Entlüftung. Letztendlich wäre der zu sehen. Ja. Das ist dann da eine Luke. Man muss ja den Wechselrichter im Normalfall nicht dran. Wenn man da jetzt mal so reinfilmt, dann siehst du auf jeden Fall den großen Wechselrichter von Victron. 5 kW. 5 kW, ja. Das ist schon so ein Standard bei uns geworden, sag ich mal so. Ne? So, die Kabine selber, Rahmen-Alu außen? Nein. Also Stahl. Wir bauen Stahl, nehmen aber da S355. Die ganze Besonderheit an der Kabine ist, die ist komplett verzinkt. Also sprich, die ganze Kabine ist eben eine verzinkte Kabine und die wird dann lackiert und im Nachhinein kommen eben die GFK-Wände rein. So, und das ist, also das Rostproblem ist eigentlich damit erledigt. Das ist der Hingucker, ist die Hängematte, denn du hast eine eigene Aufhängung für die Hängematte, die hängt an dem Quadträger dran. Der ist auch dafür gebaut als Quadträger. Das ist jetzt nicht so, dass ihr einen besorgt habt und da stehen normal jetzt 2 Motorräder drauf. Der Kunde hat den so im Einsatz? Ja, genau. Also wir haben ein paar verschiedene Modelle. Das ist aber jetzt im Prinzip so eine Richtung Serie, Kleinserie bei uns unterwegs. Wir haben 600 Kilo Nutzlast bei diesem Quadträger und der ist eben, wir nennen den Quadträger, eingetragen wurde als Lastenträger. Aber wir haben die Möglichkeiten, Räder unten drunter zu schrauben, Räder oben drauf zu setzen. Also wir können ihn sehr stark umbauen. Also wir sehen auch hinten eine Klappe, die man hochklappen kann, dementsprechend Lampen nach hinten runter machen. Und die Höhe von den 2 Meter Unterkante ist einfach daraus resultiert, dass wir einfach TÜV-konform sein müssen. Ich kriege jetzt einen Concorde 4x4. Der hat eine Hecksitzzgruppe und der wird wohl auch eine haben, nehme ich mal an, oder? Ja. Hier die Kabine? Wie bitte? Nochmal. Die hat auch eine Hecksitzzgruppe, die Kabine, die hier drin ist? Toilette meinst du jetzt? Nein, die Kabine hat eine Hecksitzzgruppe hinten im Heck. Ach so, nee, die hat in der Mitte eine Sitzgruppe. In der Mitte, weil hinten ein Fenster ist. Und das ist immer so undankbar, das wird dann dreckig und so weiter. So, nein, das weiß eigentlich auch keiner so genau. Aber wenn die Kunden das wünschen, also das ist ein Kundenwunsch gewesen. Wir haben also das nicht irgendwie aus Versehen eingebaut oder sonst Sachen. Ja. Der Kunde wollte hinten ein Fenster haben. Wir haben ihm natürlich auch gesagt, dass ein Heckträger dahinter hängt. Aber gut, wenn er es haben will, kriegt ihr das. Ne? Also es steht nichts kommt dagegen. Aber trotzdem Licht rein, muss man sagen. Also wenn der Kunde es will, kriegt das. Ja, genau. Eben. Das ist, solange es technisch machbar ist und umsetzbar, dann kriegt er es. Das sagen so viele. Kannst du mal den mal runterlassen, bitte? Ja, selbstverständlich. Dass wir den mal einmal kurz zeigen. Da ist eine Seilwinde mit dabei, eine Fernbedienung. Ich zeige dir mal gerade. Absturzsicherung hast du natürlich. Ja, natürlich. Also wir haben 2 feste verriegelte Bolzen, die elektrisch rausgehen. Die sind federgelagert. Okay, das heißt, er hat 3 verschiedene Positionen, wo du ihn fahren kannst? Jein, also grundsätzlich ja. Aber eben leider, wenn wir in deutschen Straßen unterwegs sind, müssen wir die 2 Meter Höhe nehmen. Das heißt, die höchste Position müssen wir haben. Alles klar. Wir haben ein Seil dran, das ist eine ganz kleine UVV-Geschichte. Wir wollen natürlich trotz allem nicht, wenn wir den Heckträger runterlassen und es sollte zum Seilbruch aus irgendeinem dubiosen Grund kommen, dass wir direkt runterstehen. Ne? Kurzerklärung UVV, Leute, die es nicht wissen, prüfen. Also Unfallverhütungsmaßnahme ist das letztendlich. Die prüfen das, man muss das, glaube ich, prüfen lassen im gewerblichen Bereich, im privaten genau. auch? Nein, aber da wir eine Haftung haben, wir sind ja auch eine GmbH, das heißt, wir haften ja auch für das Ganze, was wir bauen. Habt ihr gemacht? Sollte man das haben, ja. Genau. Bitte schön. Genau. So, das waren die Riegel. Okay, das heißt, du fährst wahrscheinlich ein bisschen hoch zum Entlasten, oder? Genau, ja. Also ich habe die Bolzen, ich kann hier auf den Schalter eben quasi die Bolzen entlasten. Die sind federgespannt. Sobald die Bolzen frei werden, fahren die rein. Und dann, dafür muss ich ihn mal ganz kurz anheben, 5 mm, und dann kann er komplett runtergelassen werden. So, was hast du gelernt eigentlich? Ich bin grundsätzlich Landmaschinenmechaniker. Echt? Ja, genau. Eifel oder was? Wo kommst du her? Ja, Eifel, ja, genau. Du kommst durch aus der Eifel, weil du klingst so. Ja, Eifel jung, Karnevalsjäger und solche Sachen, ja. Oh, das macht dich sehr sympathisch. Und man muss sich eben seinen Traum zur Wirklichkeit machen. Ne? Ich kann es mir zwar leider noch nicht selber leisten, aber die Hoffnung ist groß, dass ich das irgendwann mal kann. Und ich habe immer gesagt, ich baue das, weil es nicht gibt, und dann hier sind wir. Ne? Ist das neu? Ihr seid neu auf dem Markt, FRS, oder macht ihr das schon länger? Wir sind eigentlich schon länger dran. Es gab früher ein FRS Dresbach. Wir haben da jetzt
ich habe mich zusammengetan mit einer anderen Familie namens Böttchers und haben dann eine FS Expedition GmbH gegründet. Der Clou an der ganzen Geschichte ist, wir wollten fachliche Kompetenz haben. Ich muss ganz sagen, ich bin eben der Fahrzeugbauer und eben der so Spielereien wie Heckträger baut und habe aber nicht so die 100% Kenntnis vom Innenausbau und Kabine. Und dafür haben wir uns jetzt zusammengetan. Er ist der Kabinenexperte, ich bin der Fahrzeugbauexperte. So, und das ist jetzt mal ein richtiger, also in Amerika ist ja alles unter 600 Kubik Kinderspielzeug. Hier haben wir einen Tausender, der geht schon, ne? Ja, also die Kunden werden in der Richtung immer wahnsinniger. Also der sagte auch, wir wollen ein kleines Quad draufstellen. Es ist eine Auslegungssache, ob das klein oder groß ist. Also ich sehe das schon inzwischen als kleinen PKW an. Ein schönes Fahrwerk, ja. Ja, also das hat ein Fahrwerk wie so ein kleiner Landy oder so. Also ja, ist witzig bestimmt damit zu fahren, aber... Oh, ich finde es auch witzig. Also es ist so als Nahverkehrsfahrzeug bestimmt ganz lieb. Fährt der Kunde auch damit mal raus ins Ausland ein bisschen? Also Spanien, ich hoffe es. Ich gehe mal von aus, dass er wahrscheinlich eher in Europa unterwegs ist. Wobei, nee, stimmt gar nicht, fällt gerade ein, er hat eine USA-Reise geplant. Also immerhin raus aus Europa. Aber er wird auf der Straße. Cooles Detail, du hast einen Cube oben drauf gemacht, der wirklich schick aussieht, fast wie so ein Kreuzfahrtschiff. Ja, ja gut, bisschen, also Luxus ist ja ein ganz hohes Thema. Er will Fernsehen einfach schauen, Sattantenne. Und das ist eben eine, die ich automatisch immer beiregle. Also die würde rein theoretisch während der Fahrt auch funktionieren. Ob das jetzt Sinn macht. Aufbau sehr schmal, das hat er 240? Nee, das ist 245. Ja, also 245, ja. 245. Er wirkt aber schmaler, weil er etwas hoch ist. Also wirkt gar nicht so brachial von hinten, oder? Ja, das ist richtig, aber das liegt eher an dem Fahrgestell. Also wir haben eben ein 4x2 Fahrgestell, dadurch kommt eben der Zwischenrahmen auch weiter runter. Ach, das hat sehr praktische Gründe auch. Ja, also man hat dadurch gezwungenermaßen einen sehr hohen Kabineninnenhöhe, weil wir wollten natürlich vorne gleich hoch wie mit dem Dach vom LKW werden und er hat eben diese XXL-Variante von Mercedes genommen mit flachem Boden unten im LKW und aufgrund dessen haben wir den Aufbau so hochgezogen, wie auch der LKW-Kabine vorne ist und deswegen haben wir eine sehr hohe Standhöhe da drin, die natürlich auch ein sehr schönes räumliches Flair bietet. Also fahren wir mal hoch bitte, dass wir gerade das nochmal drauf haben, das könnte ich stundenlang machen. Landmaschinenmechaniker, das heißt, da gibt es auch schwere Fahrzeuge. Das Ganze ist ja nicht nur so, dass es da nur einen Traktor gibt. Ihr habt wahrscheinlich alles verkauft von... Ja, also ich sag mal, ich bin grundsätzlich Landmaschinenmechaniker, habe dann eben aus Langeweile mal irgendwann einen Meister gemacht und dann ging es eben irgendwie mal los mit Expeditionsfahrzeugen oder mit Reisefahrzeugen auf einem kleinen Stil mit Geländewagen, Unimog. Ich bin ein Offroad-Junkie, so bezeichne ich mich immer wieder. Das heißt, alles, was sich im Gelände irgendwie bewegt, finde ich einfach total gut. Also das und dadurch kam man eben weiter raus. Ich habe mir jetzt für die Firma Karosseriebaumeister noch nachgeholt, dass wir einfach zulassungstechnisch wieder auf dem richtigen Weg sind. Das sind 2 Meister. Ja, genau. Ich bin inzwischen Meister mit 2 Titeln, aber ja. Es ist eben, das hat auch was mit unserer Handwerkskammer was zu tun. Ist einfach eine rechtliche Sache. Die wollen das so. Gerade nach den Bolzen schauen. Ja, mach mal, dass ich da mal kurz gucke. Da ist der Bolzen drin. Das heißt, man sieht das, wo er reinkommt? Ja, genau. Man sieht es einen vorbeifahren. Jetzt fahre ich schon den Bolzen aus. Jetzt gleich siehst du oben in dem 4. Loch die reinklicken. Hast du das selber ausgedacht oder gibt es das fertig? Nee, das gibt es nicht fertig. Also ich könnte jetzt ganz witzig sagen, bei uns findest du relativ viel aus der Landwirtschaft. Also die Mimik, die wir mit dem Bolzen oben machen, ist letztendlich eines Frontladers vom Trecker ausgegangen. Also ein Frontladschlepper hat auch vorne, der vorne automatisch einrastet, das ist daher ein bisschen abgekupfert. Du hast aber keinen Nebenantrieb vorne, oder? Nein. Ich habe keinen Nebenantrieb, nein. Aber was Spaß. So, gucken wir mal die Klappen, die baut ihr selber? Nein, nee. Das sind Sideway-Klappen, die kaufen wir auch zu. Also irgendwo hört es dann auf. Diese Staukissen sind selber gebaut. Ja. Hatte aber eher den Grund, weil unser Lieferant nicht schnell genug war. Traditionell lassen wir eigentlich auch Staukisten bauen. Der hat wahrscheinlich Luftfahrwerk, oder? Der ist ganz unten. Ja. Wir haben, der ist nicht ganz unten, der ist so auf Fahrstellung tatsächlich. Traurig ist es, ja. Sage ich schon mal so, weil wir sind eigentlich Offroad-Leute.
Der hat im Vor- und hinten Luftfahrwerk. Das war ganz ehrlich, die Höhe jetzt von der Kabine, das hat ja auch was. Also wenn du vom Concorde kommst, ich bin schon ganz gespannt, mal reinzugehen. Du hast richtig Raumhöhe, oder? Ja, extrem. Also ich bin 1,97 Meter ohne Schuhe. Ja. Und wenn du oben reingehst, ich habe eben noch 3 Zentimeter Luft. Das ist also wie dein Zuhause eben, ne? Was natürlich auch einen Flair verschafft. Ne? So, komm, wir zeigen mal gerade. Eine Truma ist drin. Was hast du genommen? Eine Truma 6DE? Ja, genau. Also wir haben eine Truma, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Wir haben eine Truma 6 kW drin, die auf Diesel läuft, sowie auf 230 Volt. Okay. Wir haben kein Gas an Bord, wir haben ein reinrassiges Stromkonzept. Und dabei bleiben wir auch. So, du hast eine Rundumkamera montiert, also macht auch Sinn, glaube ich, bei der Fahrzeuggröße. Komm, wir gehen mal kurz, ob ich noch irgendwas sehe, was mich anfixt. Du hast eine Rückfahrkamera, das heißt, du kannst einparken. Kameras haben wir ganz, ganz viele. Das wäre jetzt quasi die Kamera, die vorne über den LKW einspeist. Also das heißt, der LKW hat original ab Werk 4 Kameras dabei. Wie die jetzt heißen, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, muss ich leider zugeben. Aber das ist die 360-Grad-Ansicht von Mercedes, original auf dem Werk. Das gibt's von Mercedes? Ja, genau. Das ist genauso, wir haben ja auch die elektrischen Spiegel ja drauf. Das kann man schön finden oder auch nicht. Wir haben aber dann auch noch weitere Kameras, wie hinten dran. Das sind dann die Kameras, die man quasi von innen, wenn der Kunde im Fahrzeug sitzt, hat er so eine Rundumsicht, wer sich sein Fahrzeug eben nähert. Ich glaube, vielleicht gar nicht so schlecht, wenn da mal ein Reifenplatzer ist, ja. Und du ziehst den, das wirst du wahrscheinlich gar nicht merken, oder? Wenn hinten am Anhänger ein Reifenplatzer ist? Nee, das ist je nachdem, gerade wenn du eine Zwillingsbereifung hast, dann merkst du das tatsächlich wirklich nicht unbedingt. Okay, super. Nachher zieht man einen defekten Anhänger mal so 200 Kilometer mit und der ist da. Ja, genau. So, das ist ein Kofferraum, das heißt, also hier geht es ein bisschen rein. Der ist im Moment im Messebetrieb, aber das ist normal, das kommt Offroad, Reise, das heißt, den habt ihr nicht tiefer gelegt. Das ist vom Basis her ist es das, was ihr auch Offroad bauen würdet, oder? Genau, also wir können das Fahrzeug so wegnehmen oder auf einen 4x4 LKW mit dem gleichen Radstand montieren und gut ist. Ist das Ladung eigentlich? Nee. Das ist ein Wohnmobil. Das ist Wohnmobil, wir haben Wohnmobilzulassung. So, gehen wir mal rein. Genau, jetzt bin ich mal. Also hier haben wir eben noch unsere Besonderheit, unsere Schwenktür mit einer runterklappbaren Treppe. Vorteil an der Geschichte für uns ist eben, es gibt ja leider auch mal schlecht Wetter, gerade in Deutschland. Wenn man mal drin ist, wir können quasi, haben kein Loch, das entsteht, und wir können gemütlich rauf und runter stolzieren. Wenn wir jetzt mal einmal die Betätigung machen. So goldig. Klappen die schön runter und jetzt haben wir eine Treppe annähernd wie zu Hause. Und wir können trotz allem jetzt auch diese Schwenktür zumachen. Darfst du auch das geht machen? auch. Ja, geht auch. Darfst du auch machen. Das geht auch. Das ist also, ob die Treppe drin ist oder draußen ist, spielt keine Rolle. Also die zieht nach oben und zieht sich zu. Ja, da kommt wieder der Bus, das Begriff Bus. Also wir müssen ab 60 km/h müssen wir eine mechanische Verriegelung machen. Das heißt, die geht rein, die Treppe, die Tür, und verriegelt sich dann eben, zieht sich hoch in den Bolzen. So, und das ist, kenne ich schon, das Material, klemme ich auf. Das kommt eigentlich aus einer ganz anderen Bautechnik. Das kommt aus den, ich sag mal, sag's gar noch, wie es heißt. Es heißt der Kunststoff. Ja, das ist, das ist Arbeits... Was ist das für ein Kunststoff nochmal? Ja, gute Frage jetzt. Ja, ist nicht so schlimm. Es kommt auf jeden Fall aus der Steuerungstechnik, habe ich das mal gesehen. Da wird das alles verwendet, ja. Ja, also gut, letztendlich fing es mal an im Modellbau. Ne? Wie heißt der Kunststoff? Bock oder so irgendwas. Ich komme auch nicht drauf. Aber da ist nicht schlimm. So. Den Drucker bediene ich auch nicht selber, deshalb weiß ich auch nicht, wie das Material heißt. Also ich bin der Eisenmensch. Was ist denn hier drin verbaut? Also was ist für Material? Alu oder Edelstahl? Wir haben alles, was aus Eisen ist S355. Aber alles ist grundsätzlich verzinkt und gepulvert. Staubkisten sind wie die Außenküche, ist Edelstahl. Die Treppe ist aus Gewichtsgründen aus Aluminium. Verkleidungen sind auch aus Edelstahl. Und das Ganze ohne eine Kältebrücke. So, wir machen den Innenraum. Du bist sie? Wir übernehmen. Die Marika bin ich. Wir übernehmen jetzt einmal für den Innenraum. Und dann kommt doch einfach mal mit rein. Ne? Ja, erstmal dir vielen Dank. Ja. Wenn ich so ein Ding haben möchte, habt ihr einen Showroom oder wie geht das auf der Vorfuhrfahrzeuge? Wahrscheinlich habt ihr 8 Stück da stehen, verschiedene Ausführungen. Ja, sicherlich, also mindestens 12 sogar. Nee, also Gottes Willen, wir bauen, wir sind eine kleine Firma, wir sind ein 8-Mann-Betrieb. Okay. Wir sind relativ gut lieferfähig im Moment, weil wir unser Konzept optimieren. Aber ich sage, wir haben eigentlich keine jetzt auf
auf Vorrat stehen oder sowas. So weit sind wir noch nicht. Also wir haben aber Kunden, wo wir immer darauf zurückgreifen können, dass wir uns die Original anschauen können. Mir schwant aber Böses. Ja, nach dem Video bin ich mal sehr gespannt, was dann passiert. Preis mit Fahrzeug hier ungefähr 700, 600? Nee, das sind wir günstiger. Wir sind hier jetzt bei guten 500.000 ziemlich genau. Mit dem Actros komplett? Mit dem Actros komplett, wie hier steht. Mit der Steuer? Ja. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ja. Ich ziehe mal schnell die Schuhe aus und dann geht's rein. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Ihr habt so eine Art gebleichtes Holz hier drin. Geölte Eiche. Geölte Eiche. Genau. In ihrer Optik angepasst an den Vinylboden, sodass das eben optisch einfach eine Einheit gibt und einen schönen Kontrast zu dem übrigen Phoenix-Furnier. Ja, wir haben ein hochgradfestes Phoenix verwendet für die Schränke, für die Furniere. Ist einfach super belastbar und im Ernstfall sogar thermisch reparabel. Wenn du gerade die Tür mal zumachst, ich bin mal sehr gespannt, wie dann das Raumgefühl sich verändert. So, ist einmal hier. Phänomenal. Wenn alle Luken geschlossen sind, ja, dann wird es hier richtig ruhig drin, oder? Dann wird es hier ruhig, genau. 2 Themen. Wir haben natürlich einmal eine gute Akustik hier drin. Kannst du die Akustikdecke, die trägt auch ihren Teil dazu bei, dass eben nur so ein blechernes Geräusch dann hier drin ist. Und zum einen ist natürlich eine super Wärmedämmung, ne? Wärme oder Kälte, je nachdem. Wir verwenden ja 70er Wände, was etwas höher ist als der Durchschnitt. 70 mm Außenwände. Dadurch bleibt die Kabine ja tagsüber schön kühl. Und im Ernstfall natürlich, wenn es draußen kalt ist, auch schön warm innen drin. Ne? Was ich phänomenal finde, ganz ehrlich, ist die Anordnung des Bettes. Ja, Linksbetten, ne? Ganz klassisch, ja? Ja, eher weniger klassisch, aber stößt halt immer wieder auf Begeisterung. Ne? Ja. Du kannst längs und quer schlafen. Man kann längs und quer schlafen, genau. Es ist 2x2 Meter, im Prinzip egal, wie rum du die Matratzen hier anordnest. Die Breite der Kabine, was ja innen drin 2,38 Meter, glaube ich, sind, hast du rechts und links noch vernünftig viel Platz neben dem Bett, um da noch abzulegen oder... Die Akustikdecke, also es ist wirklich sehr hochwertig gemacht. Wenn du siehst, dass andere Fahrzeughersteller bei solchen ähnlichen Aufbauten bei fast 1 Million liegen. Gut, die haben noch Slideouts, was weiß ich alles, aber viele wollen ja keine Slideouts. Die sagen, ich will ein 2-Personen-Fahrzeug, nicht zu lang, nicht zu kurz. Das Schöne ist, du kommst ja auch aus dem Bereich Camping. Wir kennen uns noch von früher. Ja, genau. Du bist Cut-Fahrerin, hast einen LKW-Führerschein, alles drum und dran. Du kennst dich richtig aus. Genau, wir sind schon echt lange in der Szene und in der Branche unterwegs. Und das ist eigentlich, was du hier siehst, ist das Produkt von vielen Jahren passionierter Reiseleidenschaft und natürlich auch Berufserfahrung in dem Bereich. Ne? Wir sind schon wirklich lange unterwegs und das ist das Produkt. Wir sind da auch, muss ich sagen, wirklich echt super stolz drauf. Mit dem Team, was wir jetzt zusammen haben. Kannst du mir mal einen Gefallen machen? Sag mal gerade, wie groß du bist. Wie groß ich bin? 1,67. 1,67. Wenn du mal die Arme ausstreckst, mach mal da. Ja. Du, es ist Wahnsinn, oder? Was du hier für eine Höhe hast. Genau. Liegt natürlich hauptsächlich am 4x2 Basisfahrzeug. Habe ich in 4x4 hier unten drunter unter der Kabine, sind das nochmal vielleicht 15, 20 Zentimeter niedriger. Hast du eine Klimaanlage drin? Es sind sogar 2 Klimaanlagen Kannst du mal verbaut. beide anschmeißen? Weil meine Kamera, die macht sonst gleich schlapp. Ja. Weil es ist so heiß hier drin. Ihr habt Truma, Staukassenklimaanlagen. Sehr schön. Wir haben tatsächlich, wie gesagt, 2 Stück. Die eine Klimaanlage ist 220 oder 230 Volt, wird batteriebetrieben. Die andere Klimaanlage funktioniert auf 24 Volt und ist dafür gedacht, während der Fahrt tatsächlich zu laufen und das Fahrzeug dauerhaft runterzukühlen. Okay, super. Also ich habe nur gerade eben wegen der Stehhöhe, der Vorteil ist natürlich, du hast kein Allrad hier drin, deswegen hast du einfach viel mehr Höhe hier in dem Fahrzeug. Ihr könntet aber die Kabine im Allradbereich natürlich anpassen, oder? Ihr könnt die etwas... Die Kabine ist gemacht, produziert zum heftigsten Offroad-Einsatz in der Fahrzeugtechnik, ganz klar, ja. Also die ganze Simulation, die Auslegung von Zwischenrahmen und dem Stahlrahmen in der Kabine ist tatsächlich gemacht für sehr, sehr hohe Offroad-Ansprüche.
So, du hast mich extra aufgehalten, denn viele sind schon abgestürzt. Wenn die Treppe nämlich draußen ist, dann ist hier auch das Loch. Ist die Treppe drin, ist das Loch zu. Genau Das so. ist eine klasse Sache, oder? Ja, genau. Stößt auch wirklich auf positive Resonanz. Ich habe auch einfach eine größere Nutzfläche, mal ganz abgesehen davon, dass es, dass es natürlich schöner aussieht und weniger Unfälle passieren, ist es einfach nochmal eine optische, räumliche Vergrößerung des Bodens, ne, der Bodenfläche. Aus dem Yachtbau isotherm, machen wir bitte auf. Kühlschrank und Gefrierschrank nehme ich an, oder? Jawohl, wir haben einmal Gefrier-Kühl-Kombi. Okay, das heißt, die kann auch gefrieren, auf Wunsch. Ja, absolut. Das ist der reine Gefrierschrank. So goldig. Und oben noch ein ganz handelsüblicher Kühlschrank. So, Bier ist drin. Jawohl, Messe bestückt. Sehr schön, was da ist. Es sind tolle Komponenten drin. Also für das Geld muss ich schon sagen, ihr habt vom Feinsten. Was ich auch gut finde, ist die Truma 6D reinzumachen. Ja. Weil viele machen in der Fahrzeuggröße immer ganz andere, machen eine Alte rein oder machen was weiß ich. Wir sind überzeugte Truma-Nutzer und Verbauer. Deswegen gab es da gar keine Diskussion. Ich habe genau die Heizung, die 6DE drin. Okay. Und die macht so geiles, warmes Wasser und so viel, dass du es eigentlich gar nicht verbrauchen kannst. Genau, Ja. wir haben jetzt zusätzlich zu den 10 Litern, die in der Truma 6DE tatsächlich mit aufgeheizt werden, gibt es ja auch nochmal einen 40 Liter Boiler. Okay. Das heißt, ich habe insgesamt hier 50 Liter Heißwasser zur Verfügung. Das ist absolut ausreichend, um mehrfach zu duschen und das auch nicht unbedingt mit Kaltwasser machen zu müssen. So, ich zeig mal gerade, hier vorne ist eine schöne Küche drin. Das sieht aus wie ein Spülbecken von, ich dachte Bianco, nee, Chico. So, ist drauf. Grohe Armatur mit drin, Druckwasserpumpe, Induktionskochfeld ist mit drin. Auch eine feine Sache. Dann höhenverstellbarer Tisch. Hier könnte man schlafen, aber es kommt noch viel besser. Ich habe schon gesehen, im Fahrerhaus hast du nochmal die Originalbetten drin. Ja, genau. So, das heißt, auch hier könnte man schlafen. Ich sag mal, Farbe, Leder und so weiter, das kannst du wählen als Kunde frei? Das kann man absolut frei wählen. Wir machen Individualausbauten. Heißt, im Prinzip ist es ausreichend. Ihr liefert uns einen Grundriss an, auf Papier oder sonst was gezeichnet. Wir machen was draus. Was von uns kommt, ist das Energiepaket und das Wasserpaket. Das konfigurieren wir anhand der Dachfläche, die zur Verfügung steht für Solar. Und natürlich anhand der Verbrauchergeräte. So, jetzt wird es mal kühl. Warte, ich muss mal kurz auf die Kamera gehen. Das mache ich mal gerade. In dem Fall können wir mal gerade auf die Luke zeigen, die so groß ist. Das ist schon fast Wahnsinn. Du hast einen Durchstieg quasi, du zumindest kannst fast aufrecht da durchgehen. Fast, hey, so klein bin ich auch wieder nicht. Ne? Wenn du mal gerade reinkrabbelst. Die Prämisse war ganz eindeutig zu sagen, wir haben ja der Kunde hat sich für dieses Elffahrerhaus entschieden, heißt die Matratze ist gegeben und hier sollte eine Ebene entstehen und das ist auch gut gelungen, ne? Sodass du hier wirklich ganz, ganz easy einsteigen kannst und einmal im Fahrerhaus sitzt. Toll. Und man kann auch hier schlafen zur Not, oder? Natürlich, hier kann man auch schlafen. Ne? Das ist klasse. So, das kannst du zumachen, falls das Fahrzeug mal verschifft werden sollte. Das kann man zumachen, ist genau abschließbar wie jede andere Stauklappe auch mit einem hochwertigen Sicherheitsverschluss. Kunde will, glaube ich, nach Amerika, habe ich gehört. Ja, will auch nach Nordamerika, genau. Sehr schön. So, Bad. Ich vermute mal, das ist hier. Das vermutest du richtig. Boah, ist das schön. Wir haben ein relativ großdimensioniertes Bad. Ist eine kombinierte Nasszelle, Dusche und Toilette in einem. Ich habe hier eine Zerhackertoilette drin mit einem 100 Liter Schwarzwassertank unten drunter. Ich habe hier einen Handtuchwärmer elektrisch. Das Fenster im Bad ist auch immer ganz schön, auch nicht üblich, aber in dem Falle gewünscht und natürlich auch super praktisch. Wir haben Das Waschbecken ist hier. in der Dusche ein zweites Waschbecken verbaut und einen Spiegelschrank. Eine Entlüftung oben. Die habe ich jetzt so oft gesehen hier auf der Messe. Und die Airflow von Icon. Ja, aber der, ganz, ganz oft verbaut. Das scheint wohl was Gutes zu sein. Es gefällt dir gut, die Inneneinrichtung? Absolut, ist echt gelungen. Ne? Dieses schöne, geschlossene Duschbecken hier unten, was aus einem Stück gemacht ist, das ist einfach auch hochwertig und natürlich auch gut zu reinigen. Das darf man nicht vergessen. KCT-Fenster. Die Tür waren ganz noch kurz. Die Tür dient gleichzeitig auch als Duschabtrennung. Heißt, ich schlage die hier einmal durch und kann hier natürlich auch getrennt duschen, sodass dann auch immer noch jemand auf die Toilette gehen kann. Das ist ja genial. Ja, genau. Ich hätte es nicht gesehen. So, hier hinten schlägt die genauso an.
sodass ich die dann auch ganz einfach festmachen kann. Also Genau. die hat hinten einen Anschlag Richtig, dort. genau, die hat einen magnetischen Anschlag. Sehr schön. So, was gibt es noch zu sehen? Hast du Kleiderschränke hier? Ich habe selbstverständlich Kleiderschränke. Ich habe hier 2 Stück mit jeweils, gut, da sind jetzt auch Getränke drin, mit jeweils einer Kleiderstange. Das ist einmal hier für Jacken und kurze Hängeware. Und dann habe ich hier hinten noch was Großes, wo eben lange Jacken oder Kleider oder sonst irgendwas auf die Kleiderstange gehangen werden können. Sehr schön. Ja, die Leute stehen in Schlange. Wir sind auf einer interessanten Messe. Eigentlich könntest du damit auch nach Düsseldorf gehen. Ja, oder? ja, Seid ihr da? Wir werden da nächstes Jahr sein in Düsseldorf. Da könnt ihr auf jeden Fall mit uns rechnen, ja. So, denn ich sag mal, die Zielgruppe ist ja nicht nur Offroad. Ihr baut ja am liebsten Offroad, habe ich schon gehört. Euer Meister liebt Offroad zu fahren, aber auch Schlechtwegefahrzeuge oder hier jetzt mit Differentialsperre hinten, da kommst du ja auch schon relativ weit, oder? Da kommt man auch weit, na klar. Wir haben natürlich hier eine ganz andere Bodenfreiheit oder eben nicht vorhandene Bodenfreiheit. Da nützt uns auch die Sperre nichts, ne, wenn wir nicht über den Hubbel drüber kommen. Aber wie gesagt, gemacht, ausgelegt, simuliert, konstruiert ist unsere Kabine und unser Zwischenrahmen fürs Offroad-Fahren. Was ist da oben drin eigentlich? Da sind ja normal. Alles Staufächer Schränke. oder Darf ich mal einen sehen? Na klar, wir können hier auf jeden Fall mal aufmachen. Die Also tief sind die auch. sind auch weitgehend voll nutzbar, bis eben auf ein paar Kabel oder in dem Falle Klimaanlagenschläuche, die dahinter langlaufen. So, und hier sieht man schön die Verriegelung. Das Ganze ist in Zapfen dann nochmal innen gehalten. Es ist wirklich toll ausgeführt, also oder? Danke, ja, wir sind auch wirklich, wirklich stolz auf das Endergebnis. Es gefällt uns gut und wir kriegen auch auf der Messe durchgehend richtig positives Feedback. So, jetzt machen wir ein bisschen Werbung für euch. Ihr heißt FAS. Genau. Expedition, wenn ich herkomme, wie geht das? Das heißt, ich kann mich beraten lassen bei euch? Auf jeden Fall. In der Regel bringt unser Kunde sein Fahrzeug mit oder gibt uns zumindest eine Bedarfsanforderung, was muss das Fahrzeug erfüllen, was muss das Fahrzeug können. Und wir helfen bei der Konfiguration des Fahrzeuges, wenn es ein werksneues Fahrzeug wird. Das Fahrzeug wird bei uns angeliefert, kommt dann zur Vermessung an und wird entsprechend aufgebaut. Ne? Erst der Zwischenrahmen, dann die Kabine, eventuell noch Anbauten wie Heckträger, Staukästen und so weiter. Das Ganze ist bezahlbar. Also ich war wirklich überrascht. Die Leute werden jetzt wieder schreien. Ich sag mal so 500.000 und so ist ja viel Geld. Aber wer sich ein bisschen umguckt, in Handarbeit gebaut. Made in Germany? Made in Germany, 100%. 100% Made in Germany. Vielen Dank, Marika Böttcher, bekannt aus dem Cut 4x4 Video, was wir haben. Aber ich muss sagen, du bist hier kaufmännische Geschäftsführung und habt ihr viele Anfragen mittlerweile? Ja, sehr viel, tatsächlich, ja. Sehr, sehr viele Aufträge und auch Anfragen. Es geht immer mehr, das ist natürlich logisch. Wir sind relativ frisch am Markt. Das heißt, wir sind noch nicht bei Lieferzeiten von 4 Jahren angekommen, wie das bei vielen Mitbewerbern der Fall ist. Wir kriegen das Ganze noch ein bisschen schneller hin. Ich befürchte, wenn die Leute das Video sehen, KCT-Fans da mit drin, ihr habt wirklich nirgendwo gespart. Also es pfeift auch nicht durch alle Ecken. Ich habe ja viele Reisemobile gesehen. Super hochwertige Materialien. Wir haben das Büffelleder hier verbaut. Wir haben hier eine massive Eiche, 3-Schicht verbaut. Wie gesagt, das Phoenix-Furnier. Wir haben eine vernünftige Technik drin, nicht nur Kühlschränke, sondern eben auch Das Gemeine ist bei Infrarot, wenn die Sonne direkt drauf scheint, hast du oft Probleme mit der Fernbedienung. Unterbricht kurz, ja. Genau. Das ist aber nicht so schlimm. Der Kunde hier hatte vorher ein Reisemobil in Weißware. Richtig, deswegen kennt er den ganzen Komfort auch zu schätzen, oder? Ja, absolut, absolut. Das sind natürlich Kunden, die legen super viel Wert auf Komfort. Ne? Die anders als Kundschaft, die vorher zum Beispiel Offroad-Van oder sowas hatte, die in jeder Hinsicht ein Upgrade erfahren, ist das hier eine ganz andere Ausgangspunkt. Die Qualitätsanforderungen sind andere und natürlich auch die Raum-, Platz- und Materialanforderungen sind andere. Marika, vielen Dank für das nette Interview. Bis zum nächsten Mal heute. Wir sind auf der Adventure Southside in Friedrichshafen. Und seid ihr auf der Northside auch? Nein, Northside seid ihr nicht. So, bis zum nächsten Mal. Die Firma FAS Expedition. Tschüss. Ciao.